Mein Name ist Arne Peters, ich bin einer der Gründer der Enema GmbH, die sich 1997 gegründet hat aus der Abteilung Biotechnologie und biologischer Pflanzenschutz der Universität Kiel. Die Kernkompetenz der Enema ist vor allen Dingen die Produktion von Mikroorganismen und die Entwicklung von Lösungen in der Produktion. Wir haben also für verschiedenste Unternehmen Prozesse entwickelt, um bestimmte Mikroorganismen, die bestimmte Lösungsaufgaben haben, zu produzieren. Das neueste Ereignis in diesem Zusammenhang war halt der Kontakt mit der Firma Lipovac, wo wir die Chance hatten, bei einer Neuentwicklung mitzuwirken. Ein neuer Mikroorganismus zur Behandlung von Abwässern, um die Fettrückstände loszuwerden. Das Spannende an der Kooperation mit Lipovac ist die Möglichkeit, ein alltägliches, weit verbreitetes Problem mit einer biologischen Lösung zu beheben. Und insbesondere ist es spannend, dass in diesem Fall was Neues entdeckt wurde. Offensichtlich ein Keim, der bis jetzt noch nicht eingesetzt wurde in der Behandlung von Abwässern. Und wir dürfen dabei sein, diesen Keim zu produzieren, zur Produktreife zu entwickeln und möglichst effizient unter die Leute zu bringen und damit eben Abwasserprobleme zu beheben. Dieser spezielle neue Keim in der Fettbehandlung zeichnet sich aus durch eine besonders hohe Aktivität an fettspaltenden Enzymen. Und wir haben das tatsächlich getestet gegenüber Konkurrenzprodukten, bildet dieser Keim besonders viel Lipasen, so heißen diese Enzyme, die das Fett spalten. Und dieser Keim hört vor allen Dingen nicht auf, diese Lipasen zu produzieren, wenn er an dem Fettherd angelangt ist. Das ist der große Vorteil von Mikroorganismen gegenüber der Applikation von Enzymen. Die Enzyme selbst, die mögen an den Fettherd gelangen, aber sie vermehren sich dort nicht. Die Mikroorganismen aber, die vermehren sich am Fettherd und produzieren mehr Enzyme, und zwar ist die Enzymmenge, die sie produzieren, proportional zu dem Fett. Das heißt, je mehr Fett sie haben, desto mehr Lipase wird auch gebildet. Wir verlassen uns auf die Reproduktionskapazität des Keims. Wichtig ist nur, dass wir sicherstellen, dass außer diesem Keim kein anderer Keim wächst. Und dazu müssen wir unsere Gerätschaften, die Bioreaktoren, halt sterilisieren mit entsprechend hohen Temperaturen, hohen Drücken. Dann werden die Bioreaktoren beimpft mit einer kleinen Menge dieser Keime und die ganze Herstellungskette von der Produktion im Bioreaktor bis zum Abfüllen in dem Endprodukt wird komplett steril gestaltet und dadurch sind wir eben in der Lage, das Produkt frei von allen Zusatzstoffen abzufüllen. Das Mittel Lipasan kann letztendlich überall dort eingesetzt werden, wo verschmutzte Abwässer vorhanden sind, besonders auch Abwässer, die mit Fetten verschmutzt werden. Und es gibt keine Einschränkungen in der Anwendung. Also man muss nicht befürchten, dass man irgendwas damit negativ kontaminiert mit dem Keim, weil er ein Keim ist, der in die niedrigste Risikogruppe fällt. Und ja, ich kann den Einsatz auf jeden Fall empfehlen, weil er eben im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten keinerlei negative Auswirkungen auf die Umwelt hat.